Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag auf der Schnur 1. Heute dreht sich bei uns alles rund um das Thema Bärlauch. Wir werden heute Bärlauch sammeln und danach gibt es noch ein tolles Rezept dazu. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Bärlauch zählt zu den ersten Frühlingsboten und man kann ihn von März bis Mai sammeln. Ihr findet ihn auf humusreichen, feuchten, schattigen Stellen in Parks, Wald oder an Flussufern. Bärlauch erkennt ihr in erster Linie an den knoblauchartigen Geruch. Das unterscheidet ihn auch von dem Maiglöckchen. Wir haben unseren Bärlauch in der Au gesammelt und wollen im Anschluss ein leckeres Bärlauchsalz machen. Dazu muss man den Bärlauch zuerst trocknen. Ich habe mich dieses Mal für eine Lufttrocknung entschieden. Dafür gebe ich den Bärlauch auf ein Backpapier und lasse ihn eine Woche an einem warmen, trockenen Ort trocknen. Ja, liebe Leute, wir haben nun den Bärlauch getrocknet und nun geht es darum, ihn weiter zu verarbeiten. Wie ihr seht, wir waren letzte Woche Bärlauch sammeln und der Winter hat uns wieder erreicht. Also es ist ein typisch frühlingshaftes Wetter und wir werden jetzt trotzdem in die Küche gehen und den Bärlauch weiter verarbeiten. Ich habe diesmal die Methode gewählt, den Bärlauch lufttrocknen zu lassen. Aber es gibt auch noch andere Methoden dazu. Die Art des Lufttrocknens ist wirklich nur dann geeignet, wenn ihr den Bärlauch in einen Raum trocknen könnt, den ihr nicht wirklich braucht, zum Beispiel den Dachboden. Das Lufttrocknen riecht sehr intensiv. Man kann den Bärlauch aber auch im Backrohr bei 45 Grad trocknen lassen. In meinem Beitrag zum Thema Gewürzsalze habe ich diese Art des Trocknens vorgestellt. Ich habe euch den Beitrag dazu verlinkt. Um das Bärlauchsalz herzustellen, benötigt ihr den getrockneten Bärlauch, einen Mixer und Salz. Für 500 Gramm Salz benötigt ihr ca. 30 Gramm Bärlauch. Ich habe dieses Mal feines Tafelsalz dafür verwendet. Ihr könnt aber natürlich auch grobkörniges Salz dafür nehmen. Alles ab in den Mixer und so lange mixen, bis der Bärlauch komplett zerkleinert ist. Anschließend alles in einen Behälter füllen. Das Bärlauchsalz hat eine Haltbarkeit von mindestens einem Jahr. Ich verwende das Bärlauchsalz zum Würzen von Suppen, Rührei, Gemüse und Grillgerichten. Schmeckt total lecker. Übrigens, solltet ihr auf den Bärlauchgeschmack gekommen sein, habe ich noch 2 tolle Rezepte für euch hier auf diesem Kanal, die ich euch gerne in der Beschriftungsbox verlinke. Einmal ein geniales Bärlauchpesto und einmal eine Bärlauchbutter. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Kräuterhexe.